Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Driver 2. Wir schauen uns heute LCS Chernivtsi an, das ich hoffentlich einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Und da klingelt es auch schon. Mal kurz schauen, wo da passt. Ja, LCS Chernivtsi ist eine reale Szenerie und wie ihr jetzt da gerade schon seht, wir haben 3 Stellpulte. Einerseits hier den Güterbahnhof, den Bahnhof selber, inklusive Instandhaltungswerk da oben. Und dann nochmal eine Kreuzungsstelle auf der rechten Seite vom Bahnhof, das befindet sich dann hier. Wo wir dann auch noch eine Schleife haben, wo die Züge von Sulichow nach Zielona fahren können, ohne in den Bahnhof einzufahren. Weil die ansonsten hier Kopf machen müssten, außer es ist ein Triebwagen. Und ja, ist seit kurzem verfügbar, ist massiv groß. Also hier, da hinten ist der Bahnhof. Hier auf der linken Seite ist das riesige Betriebswerk, da ist das Instandhaltungswerk hier. Da wurden früher vor allem Wagen repariert und Lokomotiven, gemäß Beschreibung jetzt eher primär Lokomotiven. Das ist eine riesige Anlage hier. Ist auch mit 2 Gleisen mit dem Güterbahnhof verbunden. Eins davon geht gerade hier so drüber. Zum Güterbahnhof selber geht es hier zweigleisig, respektive es gab hier mal eine 3. Linie, die ist auch soweit noch vorhanden. Das ist die hinterste hier. Da gibt es auch einen ehemaligen Haltepunkt, das ist der hier. Der war nur für dieses Betriebswerk, ist jetzt aufgelassen worden. Dann gibt es noch diverseste Abstellgleise hier im Bahnhof selber. Und dann geht hier hinten noch eine eingleisige Dieselstrecke hier raus. Das ist, wenn wir uns das mal hier angucken, der Bereich hier unten. Also das ist dann hier Diesel. Da können hier noch Güterzüge enden. Da gibt es noch die Verbindung hier rauf. Hier in der Mitte ist quasi das Bahnhofsgebäude. Dann gibt es hier nochmal eine kleine Abstellung. Und dann hier raus. Die Gleise hier oben, das sind alle hier für das Instandhaltungswerk. Da ist nochmal ein kleines Mini-Depot. Und eben hier der Güterbahnhof. Da sind die meisten Gleise momentan gesperrt. Und eben hier das 3. Gleis und dieses Gleis gehen zum Instandhaltungswerk runter. Und Vola löst wieder auf, so wie es aussieht. Ist auch gut. Ja, gut. Ich bin jetzt so knapp eine Stunde. Versuch Nummer 2, so wie es aussieht. Bin jetzt knapp eine Stunde hier drin. Bin noch ein bisschen in der Reinfindungsphase. Vor allem die ganzen Viewpoints hier unten, da bin ich noch nicht so ganz drin. Es sind wirklich sehr viele verlegt. Also die meisten, vor allem diese ZN, TK-Sachen, das sind alle hier in diesem Betriebswerk hier hinten. Es ist so gut wie jeder Winkel und kleine Haltepunkte hier abgedeckt. Da muss ich mir jetzt noch selber noch mit reinfinden, wo hier was ist. Aber am besten ist dieser Punkt hier oben, wo man auf dem Turm ist und so ein bisschen eine Übersicht über das Gelände hier hat. Das ist dieser Visa-Punkt hier. Der Stellwerk selber, CK. Da sehen wir jetzt hier in Richtung Eingleisige raus. Da ist dieser Turm, auf dem wir gerade gewesen sind. Da ist das Werk. Alles mit Handweichen da hinten. Unsere Abstellgleise, der Bahnhof selber hier mit 2 Perrons. Auf der anderen Seite, was man jetzt hier gerade nicht so sieht, sind die anderen Perrons. Und ja, vielleicht gehen wir mal gerade so ein bisschen kurz durch. Fangen wir mit dem hier an. Das ist ein Haltepunkt auf der zweigleisigen Strecke. Hier ist ja die Kurve raus. Dann P170, das müsste, ja, das ist ein Bahnübergang. Und zwar ist es hier bei der Ausfahrt vom Güterbahnhof, das heißt da, wo Vola jetzt blockiert hat, das ist hier hinten. Und der fährt dann hier da rein. Dvorzhek, das ist jetzt hier der Bahnhof selber. Sowie auch der. Dann haben wir hier, also die ZNK, die lasse ich mal kurz aus, die sind alle da hinten. P43, das ist bei uns die Ausfahrt vom Bahnhof. Der Bahnhof selber ist da gerade hier unten. Das ist jetzt hier, wenn man sich das mal hier anguckt, das ist hier unten.
Was haben wir denn noch? ZKW. Das ist jetzt hier SCS gesehen, hier oben. CKP, das ist dann quasi die untere Seite, sprich da unten. Dann haben wir noch Visa. Genau, da waren wir ja schon. Die ZNK-Dinger lasse ich mal aus. Dann P42. Das ist jetzt hier weiter auf der Eingleisigen raus. Wo bin ich jetzt noch nicht gewesen? P166. Das ist der Bahnhof und zwar diese Ansicht hier. Ab da. 166, da war jetzt gerade drin. ZNTK lasse ich mal. Bedo müsste ein Haltepunkt sein. Ja, genau. Und Nitkov ebenfalls. Und zwar auf der Dieselstrecke. Hier geht es dann raus in die nächste Szenerie. Und da unten geht es Richtung Bahnhof. Und diese ZNTK6 und so weiter. Das ist alles hier Betriebswerk. Beziehungsweise Instandhaltungswerk hier. Das ist eine massive Anlage. Zum Teil elektrifiziert, zum Teil halt nicht. Und halt ein bisschen überwachsen, weil es vielleicht jetzt doch nicht mehr ganz so oft genutzt wird. Diverse Gleise hier drin, aber das ist ein reiner Irrgarten hier drin. Und das ist jetzt momentan hier die Standard-Auto-Exec, beziehungsweise es fehlt hier schon ein kleiner Teil, weil mir schon was mitgenommen wurde. Und die ganzen CK-Spawns hier, die jetzt bei mir hier grau sind, das sind alles Log-Spawns hier drin, auf unterschiedlichsten Stellen. Da am besten in den Forumsbeitrag reingucken, auf welchem Gleis das wo ist. Ich habe jetzt bei mir nur die Standardsachen an Signalen aufgemacht, damit ich da soweit erstmal klarkomme. Okay, werden wir mal für diesen Wohlerzug die Einfahrt machen. Und warten mal, bis er da ist. Der 1350, der fährt Richtung Zigirsk. Tut bei uns nicht halten. Da ist er auch schon. Hello. Dann darfst du schon mal eins weiterfahren. Kommt dann hier rein. Darf in den Bahnhof reinfahren. Beziehungsweise hier haben wir automatische Fahrstraßen. So, aber hier war so mal der Tobarovi-Spawn. Ich muss mich jedes Mal selber durchklicken hier. Oder falsche, was CKT. Ja. Und was halt noch gemein ist, hier mit dieser Kurve, es gibt Züge, die von da oben nach da unten fahren und umgekehrt. Da muss man natürlich aufpassen, bevor man da reinschickt, dass man natürlich den Block hat auf die andere Seite. Weil wenn der hier drin steht und ihr habt noch einen Zug, der das hier machen muss, dann ist halt Stau. Und es kann sein, dass ein Zug halt in die Station reinfährt und dann halt oben rausfährt. Da müsst ihr wirklich auf den Fahrplan gucken, dass ihr den halt nicht sofort in die Kurve reinschickt, sondern prüft, ob der nicht eventuell in den Bahnhof reinfährt. Wäre natürlich als PM dann gekennzeichnet, wenn es dem so sein sollte. Ah ja, macht bis jetzt Spaß. Es war jetzt Glück, dass ich da reinkommen bin. Ich habe jetzt schon am Vormittag angefangen, weil das Stellwerk ist jetzt irgendwie dauerbesetzt. Ich frage mich, wieso. Aber ist schon nice, muss ich schon sagen. Vor allem lässt es das halt richtig gut chainen, nachdem wir halt hier Zilona und Zulichhof als Nachbarn haben, die es ja in TD2 hat. Dass man dann hier entsprechend reale Verbindungen hat. So, bis der einfährt, kann ich euch noch mal kurz was anderes zeigen. Ich muss mal kurz das hier machen. So sieht das Ganze mit dem Visualizer aus. Alles das, was hier so blau ist, das elektrifiziert. Das ist hier das Instandhaltungswerk. Und dann gehen eben diese zwei Linien da hier rauf auf den Güterbahnhof.
Und hier geht es dann zweigleisig wieder raus. Und das ist relativ lang. RI hier. Dann hier unten die Dieselstrecke. Ist auch relativ lang. Da ein ehemaliger Anschluss an einen Betrieb. Diese Gleise sind aber gesperrt, die kann man nicht befahren. Auch da gab es mal ein bisschen mehr. Das ist alles abgebaut. Hier das in der Mitte ist nicht elektrifiziert, das da hinten auch nicht. Ansonsten der ganze andere Bahnhof ist elektrifiziert. Und das ist dann quasi hier diese Kreuzung hier, die im SCS gesteuert wird. Diese Kurve da ist, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe, 2013 dazukommen. Die hier. Ja. So sieht das Ganze aus. Und dieser Visualizer ist noch eine ganz gute Hilfe, um zu schauen, wo die ganzen Spawnpoints sind. Weil er das einen richtig schön anzeigt. Kommen Sie rein in die gute Stube. Sehr gut, dann fahren wir mal Richtung... Ja, wo ist mein SCS? Wo musst du nochmal hin? Ach, sorry, VR. Jetzt schicke ich da erst aus dem Bahnhof raus, wenn ich den Block hier habe. Weil ich könnte dann ansonsten auch nicht mehr Gegengleis machen. Und hier Typ C-Blockade auf gar keinen Fall vergessen. Das wäre natürlich auch schlecht. So, wir gehen mal auf unseren Turm. Wo ist er denn hin? Da. Ist er gleich von da hinten angerauscht kommen. Und einmal hier weiter. Damit hat er dann seine Ausfahrt. Lineare BO, möchte ich das? Ja, kann kommen. Ah, das sieht halt einfach mega aus. Da hat nur jemand ein bisschen Performance-Probleme. Mach mal bitte einfach nur den Block frei. Damit der nicht kaputt ist. Und einer, der reinspawnt bei F. Hello. Geil. Ist frei. Was haben wir da unten? Ja, man sieht es ein bisschen nicht wegen der Masten hier. So, du bist bei mir im Bahnhof durchgefahren. Ja, genau, falsche Seite. So, wir gehen mal eine Bahnhof runter. Es sieht nach Regio aus. Und der Motor ist aus. Analyze when ready. So, dann warten wir, bis er vorbeigefahren ist. Dann machen wir die Abfahrtsmeldung.
Da ist er. So, Zugmeldung. Abgefahren. Let's go. So, und der Viniari BO-Zug, der fährt auf RI. Machst du noch irgendwas Spezielles? Nö, der wird einfach nur durchfahren. Mit Doppelstinker. Eine angenehme Fahrt wünsche ich. Und Viniari habe ich mir jetzt mal angesehen. Puh, es ist wäre echt ein cooles Stellwerk. Aber ich glaube, das ist mir eine Stufe ein bisschen zu hoch. Ich weiß nicht, ob ich mal das als FTL anschauen werde. Gerade mit den ganzen Sperrsignal und Co. mit dazu. Ne, da glaube ich, muss ich noch ein bisschen aufwärmen. Aber gibt dafür noch andere spannende Stellwerke, so wie das hier. Ja, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Machen wir mal den da. Ah, shit, jetzt hat er die Nummer geändert. Fahrplan aktualisieren. 8, 9. Einmal den da. Und wieder aufnehmen. So, dann fahren wir mal ISKD Free vor. Den Zug da. Ist frei, geil. CKD. Und Ausfahrt. Es geht los. Gleitet dahin. Okay, das wäre er gewesen. Einmal abgefahren. Welcher Bahnübergang war das? Nicht dieser. Das ist schon wieder der falsche. Der war's. Ich glaube, das braucht auch ein bisschen, bis ich mir das gemerkt habe. Kann er hier schon mal 120 fahren. So, PLG werde ich ihn gerade auch schon mal stempeln. Eingleisig muss ich ja jetzt eh nicht mehr extra melden. Da ist er, unser Zug. Da hat sich jetzt auch noch ein Express angekündigt von der anderen Seite. Und ich habe herausgefunden, der Kollege da, der darf nur VMAX 40 fahren. Weil der fährt 2794 Tonnen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob er bei mir so weit durchkommt. Weil hier hat es ein bisschen Steigung. Und der fährt natürlich nicht seine VMAX. Nee, 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 nee. So, tun wir mal kurz stempeln.
Dann soll er mal hier in den Güterbahnhof einfahren. Welcher war das? War das jetzt der hier? Ne. Der hier? Ne, auch nicht. Das müsste... Ne, Moment. Doch, von da kommt er. Jetzt hatte ich gerade ein bisschen Verwirrung. Dieser Bahnübergang macht bestimmt sehr viel Spaß mit dem Fahrrad. Ja, ist er ja. So, Reifeifenturm. Orientierung von da. Hallo, Zukunftsbarbora hier. Leider habe ich bei den OBS eine falsche Einstellung gehabt und SWDR war manchmal von den Stellpult wie hier jetzt dann gleich überlagert. Ich bitte das zum Entschuldigen, aber ihr verpasst da sowieso nicht sehr viel im SWDR. Also nicht wundern, ich tue es dann später im Video korrigieren, was mir dann erst aufgefallen ist. Aber das Schöne an dem ganzen Ding ist hier, man hat jetzt hier sehr gut Puffer und Platz, um die Züge mal anhalten zu können. Bei Stau und so. Beziehungsweise Verspätung. Sofern man sie an der richtigen Stelle anhält. So, da haben wir meinen Block hier nicht vergessen. Kiche GSZ. Da kommt einer ohne Block. Was soll das denn jetzt? Das ist ja spannend. So, der andere Güterzug. Schauen wir mal. Ah, Kichi GSZ. Okay, er ist offline und fragt dann nicht über SWDR. Der ist das Level 16, ne? Ist super gemacht. So, Blocker aufgelöst. Mit Level 16 weiß er nicht, wie man das macht. So, hello. Der Express fährt da mal weiter in den Bahnhof dann rein und von da einmal nach der. Mann, Mann, Mann. Ich werde jetzt aber nicht die ganze Zeit hier hin und her wechseln. Ich glaube, ich werde da primär so im Stellwerk bleiben. CK. Und hier so beobachten, wo sie sind. Der braucht jetzt wieder zum Gas geben. So, geben wir mal Kielce Bescheid.
Okay, ist erledigt. Da mal nach oben für mich, damit ich das weiß. Dann I guess. Der LTE ist dann auch mal angekommen. Fehlt nur noch der Express da. Kann man ungefähr gut abschätzen, was es sind, wenn sie da runterbremsen für die 50er Langsamfahrstelle da hinten. Ja, da kommt er reingeschlichen mit der Lok. Ich muss ihn ein bisschen auseinandersetzen mit den Verbindungsgleisen hier für den Standhaltungswerk da. Ich weiß, ob ich die Leute reinschicken kann. Gerade wegen elektrisch und wann nicht. Da werde ich, glaube ich, jetzt ein bisschen auf den Visualizer gucken. Weil mit denen so kann ich jetzt gerade nicht sehr viel anfangen. Der Kollege endet. So, der Express hat seinen Güterbereich reingeschafft. Nice. Zehn Minuten Verspätung. Ich habe tatsächlich mal ein YouTube-Video gesehen von der Mitfahrt und der hat auch genau hier gerne bei dem Signal. Ich muss jetzt auch weiterfahren. Das habe ich fast vergessen. Will be no. Bitte. Dank deiner Verspätung. Der ist halt immer noch am Fahren, dieser Gütezug. Wie kann man denn nur mit VMAX 40 da durch die Gegend fahren? Was hab ich gesagt? Die 537 sind nochmal zuerst GAC. Einmal da rein. Ah, sieht das geil aus. Da hast du natürlich einen geilen Posten als FTL hier oben. Na dann, gute Fahrt und bis bald. Und weil ich es jetzt gerade sehe, respektive ich muss mal ganz schnell stempeln hier. Würde es mich mal interessieren, wohin dieses Gleis da geht. Gut, das geht nirgendwo hin, aber das ist länger angedeutet. Bist du mal weitergegangen? Ach nee, Moment. Ich habe jetzt auf das hier oben geguckt. Das ist ja natürlich das eine Gleis runter zum Standhaltungswerk. Da geht es natürlich nicht weiter. Da geht es nur bis zum Prellburg. Ja, ich bin doof. Was Güterzug steht. I have you stopped. Aber so Vormittag und Nachmittag spielen, das ist auch noch eine ganz andere Erfahrung mit den Fahrern, weil das sind sehr viele Anfänger unterwegs.
Und das ist manchmal ein bisschen frustrierend. So, dann einmal die Meldung. Ist abgefahren. So, dann. Da würde ich sagen, warte mal auf den nächsten Zug. Müsste der TNE sein. So, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Zwischendrin sind auch noch ein paar Züge gespawnt, beziehungsweise 2. Die sind dann wieder gegangen. Grüße gehen übrigens raus an den Trend, aber 1, 2, 3, 4, 1. Ja, wir bekommen jetzt einen Zug, und zwar von Sedona Gora Glovne. Einen TNE Gefahrgutzug. Und der Kollege, der auch vom richtigen Anschluss herkommt, der fährt halt leider mit seinem Fahrplan nicht bis in meinen Güterbahnhof rein. Das heißt, wir werden den nicht hier oben stehen lassen. Also es wäre natürlich eine Option. Und der ist der Tannenbaum. Den werden wir dann hier über die Strecke nach da unten schicken. So, Tannenbaum ist bei G4 THW. Servus. Das heißt, das müsste Güterbahnhof sein. Jo, da ist er auch. Tannenbaum. In Fahrtrichtung Bahnhof. Einmal die Analyse ist halt bereit. Ja, wieso schreibst du das? Hast du irgendwas Spezielles? Ah, wo ist denn dieses Stellwerk? Ich muss jedes Mal suchen. Ja. ET41 mit einem Haufen etwas. Okay. So, ne. Holy moly. Da bin ich schon mal gespannt auf das Zuggewicht. Respektiv kann ich da gleich mal nachgucken. Ja, mal Stationik rein. Dornebaum. 2009. Ach du Heilige. Warmax 90. 17 über Wohler, sagen wir zuerst Kielce. Ende in Zeptovice. Okay, dann versuche ich da mal den Fahrplan so hinzubasteln. So, da habe ich mal den Fahrplan jetzt hier fertig für ihn. Der Gunni ist da. Hallo. Aber der Kollege ist mal nicht angekündigt worden. Ups, falsches Stellwerk. Er fährt mir da runter. Und Tannenbaum lassen wir da mal rausfahren. So, das wird es. Okay. Not at the moment. Enough here. So, dann werden wir mal Zylone da mal kurz nerven.
10%. In the future, when you send a train on a double track. Da schleicht er erstmal los. So, Zeit hin. And pause in. So, das ist jetzt der falsche Bahnübergang. Das ist auch der falsche Bahnübergang. Ach, wo ist der die Suche? Ach, da. Müsste dann hier von dem Gleis da kommen, der andere Güterzug. Und mit beiden Pantos fährt er. Sag mal. Mal kurz stempeln. Der erste Zug für mich, der da mal hier diese Verbindung nutzt. Ich darf meinen Typ C-Block hier nicht vergessen. Sonst habe ich dann später wieder Spaß. Sehr gut. Dann gehen wir mal hoch auf den Turm. Den werden wir da jetzt kaum sehen, aber dafür ein Tannenbaum. Können wir mal ausschauen, wie es aussieht. Nach ZG ist er der nächste. Das heißt, ich kann den schon mal weiterschicken. Wenn er mich denn schon lässt. Vermutlich wird er hier noch auf das hier warten. Oder auch nicht. Einmal maximal Gewicht hier. So, sehen wir den anderen. Ja, da hinten fährt er gerade rein. Direkt unter der Hütte. So. Däumchen. Und jetzt Lokwechsel und dann mit Diesel weiter. So, wann sollte ich denn... So, plus. Um 15:03 Uhr wäre die Übergabe planmäßig. Kielce SKN. So, einmal verbinden. Kielce. SKN. Und Ausfahrt. Ich glaube, den Zug gebe ich mir nochmal von unten. Der dann hier vorbeifährt. Habe jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. So 3000 Tonnen oder mehr gezogen. Es ist halt auch nicht einfach zu bremsen. Und vor allem, wenn du dann halt so spät Einfahrsignal kriegst oder so, dann hast du besonders viel Spaß mit so einem Zug. Ja, hat schon was. Zusammenstellung wie auf der Modellbahn.
Also mein innerer Monk, den geht's gerade nicht gut. Der hätte das alles gern sortiert. Södere. Gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. So, da bin ich wieder. Es sind jetzt gerade 2 Züge bei mir gespawnt. Einerseits der 729, 720, der hat jetzt einen Fahrplan bekommen. Die fahren alle Richtung Z geht aus. Und der 1452, der steht im Bahnhof. Genau mit dem Fahrplan ausgestellt, eigentlich mit einer sofortigen Abfahrt. Und dann sagt er muss kurz weggehen. Ja, ist jetzt ein bisschen ungeil. Aber ist wie es ist. So, einmal abgestempelt. Ja, aber hinten das Licht an. Jetzt gehen wir mal nach CK. Und dann wurde ich schon angefragt für SU, ob da ein Zug verfügt kommen darf. Das war er da, der hat 41 Minuten PT. Der will halt nach Vignari, den nehme ich halt nicht so früh an. Ja, muss ich mit Vignari prüfen. So. Ich finde das persönlich echt ein bisschen unhöflich, wenn man da gerade mit dem Fahrplan erstmal AFK geht. Da hat er schon bloß 4 Minuten. Und der Express hat sich entschieden, wieder da zu sein. Gut. Dann schickt man ihn mal raus. Fünf Minuten zu spät. Spytneo RT muss er dann raus. Das ist das hier. Falscher Bahnübergang. Auch falsch. Ach, ich geb's auf. Stell mich mit dem hin. Da fährt er gerade hinten weg. So, und letzte Ausfahrt. Gebäude, möchtest du laden? Okay, der Bahnhof wurde gelöscht für den Moment. Naja, wenn ich dann wieder hin und her gehe, dann kommt's wieder. Ja, jetzt kommt's. Einmal Szenerieaufbau. Gut. Ich stelle mich mal bei ZKP hin. Und währenddessen gucke ich mal wegen Vignari. Der K1 Kuba und der Zug ist der 244 auf WG. Wir haben es jetzt 16 Uhr, 16:07 Uhr kommt der da. 16:10 Uhr kommt der. Also theoretisch nicht vor 16:10 Uhr. Ja, er ist ein bisschen schlecht mit dem einen Güterzug. Da gehe ich kein Risiko ein.
Der Güterzug. Und andere. Du hast hier gerade momentan Pause. Da ist der Express. Einmal Abfahrtsmeldung. Dann als nächstes unser Güterzug weiter. Perfekt. Hä? Ach, ich habe den aus Versehen abgestempelt. Okay. Ja, kein Problem. Also jetzt hat er den E-Plan-Ausfahrt auf 16:04, hat er noch den PT hier drin. Von daher alles gut. So, mein Freund, einmal losfahren bitte. Signal nicht grün? Doch. So, das war das. Und dann habe ich hier noch mein Kabel vergessen. Und du fährst auf German FB. Das blockiert ist. Sag mal. Was ist da los? FB. Da kommt ein Express an, so wie es aussieht. Wo ist denn der schon? Ins Bitten, ja, und steht. Oh, hat sich gerade German verabschiedet? Ne, German ist noch da. Okay. Die ist jetzt halt ein bisschen doof. Ich glaube, ich werde aber trotzdem mal kurz fragen. Ist FW soon. Hallo? 3, 4. Ach, cool. Da hat er euch jetzt das SWDR nicht gezeigt. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht allzu oft im Video passiert. Und wenn, dann sei es bitte zu entschuldigen. Aber ich werde das jetzt gleich mal beheben. Mann, 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 Mann. Bravura, einmal mit Profis. So, finally. Jetzt habe ich für Charmin endlich mal den Block gekriegt. Den er mal dich gerade nochmal wieder zurückgezogen hat. Der hat mir den TME angenommen. Zu früh. Und hat jetzt den natürlich schön verspätet. Ja, gut. German. So, und der Güterzug aus Suleshof ist jetzt hier auch am Ankommen der Tomzirk. Und dann schauen wir, dass wir den dann nach Binjari schicken können. Mal kurz mal schauen, wie es jetzt da so aussieht. Binjari. Da kommt von Zepp noch ein Zug. Und dann waren wir dran. Ja, okay. Wir lassen uns mal überraschen.
Ich hätte definitiv warten sollen, bis Sherman da freigegeben hat und ihn dann weiterschicken und nicht hier in der Einfahrt stehen lassen. Da hätte ich jetzt Druck von hinten gehabt, dann wäre es ein bisschen doof gewesen. Und ich hab's noch gesagt, ganz am Anfang. Lieber im Bahnhof stehen lassen. So, der Zug ist angekommen. Jetzt wird's ein bisschen spannend. Gemäß Fahrplanzeit. Alter, jetzt habe ich gleich 3 Züge, die das da machen wollen. Einmal da in die Schleife reinfahren. 16:33. Ich frage mal. Just arrived. Still on left. Wobei, my left ist irgendwie doof. Weil der 749 da von ZG eigentlich kommt. Und zwar von ihm. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Was ist denn da jetzt los? Da geht es wieder um die Abfahrtsmeldungen zu machen. Das ist zufälligerweise mein Ticket da, was ich da aufgemacht habe. Ja, das ist mein Ticket, wo ich mich beschwert habe. Ah, schön. Wo wollte ich den hinschicken? WG on Track. Mal schauen, was er sagt. Der ist eh noch ein bisschen unterwegs, er darf nur 60 fahren. Ah, geil, das ist frei. Geil. Lineare WG. Verbinden. Let's go. Geil. Krise abgewendet. Da kommt er ja angeschlichen. Ja, so als Zwischenfazit, muss sagen, macht Spaß. Man muss höllisch aufpassen bei den Kreuzungsbereichen und dass man die Züge nicht so weit schickt. Ja, muss ich mich selber ein bisschen klopfen, ne, dass ich das nicht mache. Ich muss immer predigen und dann mache ich selber mal immer wieder den Fehler. Aber es ist ja jetzt hier alles gut ausgegangen. Habe ja keinen Zug aus der Gegenrichtung. Erst mit dem Zug aus der Gegenrichtung wird es dann spannend. Aber ja, ich denke mal, das könnte dann nur hier tempting werden, wenn mehr Verkehr wird. Und der wird dann jetzt dann auch kommen gegen Abend hin. Das war jetzt noch eine recht ruhige Schicht. Aber ich würde sagen, rein zur Einführung wird das jetzt erstmal reichen. Es wird nicht das letzte Video gewesen sein, hier von Czerwinsk. Denn ich glaube, das würde ich auch gerne mal in der Primetime machen. Das macht echt gut Spaß. Einfach nur doof, dass hier die Stellpulte hier so riesig sind. Ist ein bisschen doof, die halt auf einen Monitor zu haben. So. Da ist er jetzt endlich angekommen. Auf der U-Bahn-Seite. Und mit seiner Abfahrt, würde ich sagen, werde ich mich auch erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und probiert es auch gerne mal in die Szenerie aus. Und wie gesagt, lasst sie im Bahnhof stehen und erst weiter schicken, wenn ihr dann Lok zu der nächsten Station habt. Dann erspart ihr euch da Probleme. Und es glaube ich, wäre gar nicht mal so doof, wenn ihr da so einen Rangiermeister hier hinten im Depot habt. Der dann ein bisschen die Weichen stellt für Züge, die da hinten spawnen. Nur so als Idee. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao.